Durlach umgab im Mittelalter eine Stadtmauer und 4 Stadttore. Eines davon ist bis heute erhalten, das Basler Tor, das noch immer die Atmosphäre der damaligen Zeit versprüht. Das Basler Tor ist eines der wichtigsten Zeugnisse der Stadtgeschichte von Durlach. Ein Profanbau, der mit der Stadtbefestigung zusammenhängt und eben dadurch auch der älteste erhaltene Profanbau in Durlach, denn diese Stadtbefestigung ist auch der älteste Bestandteil dieser Stadt. Durlach hat wohl im frühen 13. Jahrhundert Stadtrechte bekommen, allerdings ließ man sich relativ lange Zeit, diese auch umzusetzen. Unser Torturm entstand nämlich erst rund 100 Jahre später. Das kann ich als Meister Heinrich bestätigen, da ich ja selber am Bau beteiligt war. Diese Stadtbefestigung umfasste 4 Türme, wobei das Basler Tor das wichtigste war. Die Datierung der anderen Tortürme steht nicht fest, weil sie zerstört sind. Bei unserem Basler Tor wissen wir aber ziemlich genau, wie alt das Gebäude ist, da wir es anhand der Baudetails datieren können. Das Gebäude verfügt nämlich über gebuckelte Eckquader, der Rest der Wände ist glatt. Das deutet auf eine wirtschaftlich sehr schlechte Zeit hin, genau auf das 14. Jahrhundert, in der Zeit, als der Turm entstand. Das Basler Tor war aber der wichtigste Torturm von Durlach. Er führte nämlich genau nach Süden, wo die Zentren des Oberrheins zu erreichen waren. Nur die Außenwände des Basler Tores stammen noch aus dem Mittelalter, denn der Torturm brannte 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg wie ganz Durlach aus. Das heißt, das Innere ist ein kompletter Neubau aus dem 18. Jahrhundert. Wir wissen, der Wiederaufbau erfolgte erst in den 1760er Jahren unter Markgraf Karl Friedrich, und zwar als Gefängnis. Die Barockhaube, die stammt ebenfalls aus dieser Zeit und prägt natürlich das heutige Stadtbild von Durlach. Auch die jetzige Erschließung ist nicht die historische, sondern entstand im Zuge des Umbaus zum Gefängnis im 18. Jahrhundert. Früher erreichte man den Turm nur im Obergeschoss durch diese Tür. Die war verbunden mit dem um die Stadtmauer herumführenden Wehrgang. Und dieser Wehrgang war ebenfalls dann der Zugang zum Turm. Das oberste Stockwerk, in dem wir uns hier befinden, stammt erst aus der Wiederaufbauzeit im 18. Jahrhundert und war ursprünglich die Wohnung des Gefängnismeisters, der gleichzeitig offenbar Türmer war. Die Gefängnisnutzung endete allerdings schon Ende des 19. Jahrhunderts, als ein neues Gefängnis errichtet wurde. Der Turm hatte daraufhin keine Nutzung mehr. Erst in den 1968er Jahren wurde er wiederentdeckt, und zwar durch eine sogenannte Kommune, die den Turm besetzt hat und nach ihren Vorstellungen im Inneren renovierte. Damals wurden sehr viele Einbauten vorgenommen, die keinesfalls denkmalgerecht gewesen sind und den Turm eigentlich entstellt haben. In diesem Zustand erlebte der Basler Torturm auch die Jahrtausendwende. Durch eine glückliche Fügung suchte jedoch die Durlacher Ritterschaft ein neues Domizil. Da bot sich natürlich das einzige erhaltene mittelalterliche Objekt in Durlach an. Der Turm ist Eigentum der Stadt und nach einigen Abstimmungen wurde ein Vertrag unterschrieben, der Durlacher Ritterschaft das Nutzungsrecht übertragen hat. Gleichzeitig verbunden mit der Verpflichtung, den Turm denkmalgerecht im Inneren instand zu setzen. Alles, was Sie hier sehen, wurde in Eigenleistung durch die Durlacher Ritterschaft ausgeführt, inklusive der Möbel, die extra nach historischen Vorbildern nachgebaut worden sind. Glücklicherweise konnte man den Raum als Rittersaal wiedergewinnen, weil diese Trennwand, die später eingesetzt worden war, mit denkmalrechtlicher Genehmigung wieder entfernt wurde. Das heißt, der Raum hatte also wieder die Dimensionen des 18. Jahrhunderts und eignet sich deshalb eben auch heute als Rittersaal. Im Zuge dieser Maßnahmen, als die Wand abgerissen worden ist, konnte auch die historische Heizanlage, die sehr interessant ist, freigelegt werden, allerdings nicht mehr benutzbar. Ursprünglich war diese Etage übrigens die einzige im Basler Torturm, die heizbar war. Heute ist keine Heizung mehr vorhanden, auch keine Sanitäranlagen oder Wasseranschlüsse. Trotzdem ist diese Umbaulösung und die Nutzung durch die Durlacher Ritterschaft das Beste, was dem Turm eigentlich passieren konnte. Und ich muss ehrlich sagen, als Baumeister dieses Objektes, es war wohl die beste Lösung, auch für die Zukunft, diesem Turm diese Nutzung zu übertragen. Und ich denke, sowohl der Stadt Karlsruhe als auch der Ritterschaft Durlach kann man gratulieren,
dass das Gebäude in den heutigen Zustand versetzt worden ist. Ich bedanke mich bei Ihnen.